Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Tasmanian Tiger, die Universal Mag Pouch EL. Ihr kennt das sicherlich, wenn ihr im taktischen Einsatz unterwegs seid als Polizist, Soldat oder auch im Hobbybereich natürlich Airsoft, Milsim, whatever, vielleicht auch im Umfeld von taktisch-sportlich schießen mit Plattenträger oder Chestrig. Ihr habt eure Standardausrüstung mit euren Magazinen auf eurem Plattenträger oder auf eurem Chestrig und dann fehlt euch nochmal ein bisschen Zusatzplatz für vielleicht nochmal ein zusätzliches Magazin. Oftmals auch nur, um vielleicht das 4. Magazin, mit dem ihr in der Waffe arbeitet, um von A nach B euch zu bewegen, um die Waffe sicher zu handhaben, dass man dieses Magazin nochmal irgendwo unterbringen muss und nicht in die Hosentasche stecken muss. Und genau für solche Anwendungszwecke eignen sich elastische Magazintaschen hervorragend. Das Tasmanian Tiger ist nicht neu in diesem Bereich. Wir haben hier mal eine ältere mitgebracht, die es auch nach wie vor gibt. Und zwar ist das hier eine Insert Pouch, das heißt, die kann man primär für Rucksäcke für die Innengestaltung benutzen, die mit Flauschklett ausgestattet sind. Habe ich hier Hakenklett, dann kann ich diese Tasche eben nutzen. Wie ihr sehen könnt, ist hier auf der Vorderseite Cordura verbaut und hier an der Seite das T-Stretch von Tasmanian Tiger. Die neue Tasche hier ist aber aus einem Elastikmaterial, wiegt 50 Gramm, ist 15 cm in der Höhe und 9 cm in der Breite. 700D Cordura für die Rückwand und hier vorne natürlich dann das Spandex Stretch-Material in Verbindung mit einem Pull-Tab aus Laminat und Bungee-Cord. Erstmal, wofür ist die Tasche primär designt? Wir haben eine Tasche, die für AR-Magazine gemacht ist. TT schreibt noch dazu auf der Seite, dass sie für G36 P-Max funktioniert. Haben wir leider keins hier, können wir nicht nachstellen. Dann natürlich für alle üblichen Verdächtigen M4, AR15 Pattern-Magazine wie SIG oder AUG oder was auch immer in diesem Format ist. Das passt natürlich auch. Wir haben zwar keinen G36 P-Mac, aber einen AK P-Mac und das wollen wir natürlich auch nochmal schauen und das passt tatsächlich auch. Es ist zwar ein bisschen straff, aber man kriegt es auf jeden Fall hinein. Also für alle, die mit der AK unterwegs sind, wäre das hier auch nochmal eine Option. Die Stahlmagazine passen nicht. Ansonsten ist so eine Tasche natürlich auch immer hervorragend für Gegenstände, die in der ähnlichen Form sind, wie zum Beispiel für kleinere Funkgeräte, die man mal schnell mitnehmen muss. Wenn man nochmal ein Tourniquet vielleicht in einem sicheren Umfeld transportieren will, kann man das hier ohne weiteres reinpacken. Natürlich auch nochmal Meinungsverstärker wie Flashbangs, die kann man hier unterbringen. 40 mm wäre auch kein Problem. Die kann man hier mit reinstecken und sich dann selber herausdrücken. Und sogar eine M18 Smoke mit viel Liebe. Das ist dann aber auch wirklich das Maximum, was so eine Tasche noch kann. Da sind wir dann wirklich schon an der Belastungsgrenze, sage ich mal. Aber einfach, dass ihr mal sehen könnt, wie vielseitig so eine elastische Tasche ist und wie ich sie eben nutzen kann. Ja. Von der Montage her ist der Vorteil bei einer elastischen Tasche natürlich auch, und gerade hier bei der TT-Pouch, die ist unglaublich dünn. Ja? Das heißt, ihr könnt die ohne weiteres hier als zweite Lage auf eure primären Magazintaschen vorne aufbauen und die dann sogar leer lassen. Und dann habt ihr im Zweifelsfall eben, wenn ihr 3 von denen hier vorne drauf montiert, habt ihr dann 6 Magazine, die ihr mit dem Plattenträger transportieren könnt bei Bedarf. Oder halt euer Standard-Setup mit 3 Magazinen und eben mit Zubehör, was hier noch vorne drauf passt. Die Tasche wird mit 2 Reihen PALS-Schlaufen an Molle-Systeme eingefädelt. Hier hat man auch das TT-Laminat verwendet. Ich baue sie einmal kurz für euch ab, damit ihr auch mal sehen könnt, wie die Tasche von hinten aussieht. Dazu muss ich sie natürlich ausschlaufen, aber das geht relativ fix. Da sei noch dazu gesagt, dass man natürlich auch bei Bedarf den Bungee oben abnehmen kann, wenn ihr der Meinung seid, der Inhalt ist gut genug gesichert. Ich möchte jetzt wirklich nur die elastische Tasche als Sicherung nutzen. Habt ihr da eben auch die Möglichkeit, das natürlich so zu machen. So. Denn auch hier auf der Rückseite gibt es was zu sehen. Denn man hat sich hier dazu entschieden, die Schlaufen nicht nur in PALS-Breiten und Höhenschlaufe zu bauen, sondern auch nochmal hier 2 halbe Schlaufen zu machen. Das hat folgenden Hintergrund. Ich kann natürlich hierher gehen
und die Tasche auch als Gürteltasche bauen. Das heißt, ich fädel sie oben einmal durch und dann kann ich hier so einen halben Slot Molle nehmen oder Palsschlaufen nehmen. Und dann habe ich hier einen etwas schmäleren Durchlass für kleinere Gürtel oder schmälere Gürtel. Oder ich nehme die obere noch mit und dann habe ich wirklich für einen breiten, dann kann ich hier in den oberen Schlitz gehen und damit hätte ich dann die typische Breite eines Einsatzgürtels, um die Tasche dann auf Systemen zu verwenden, die kein Molle haben, um dann da eben auch das Ganze so zu sichern. Was uns besonders gut gefällt und was nicht viele Hersteller machen bei elastischen Magazintaschen, sie haben nicht die Möglichkeit gegeben, ein Magazin auch schnell wieder einhändig zurückzustecken. TT hat hier dieses Pull-Tab. Das hilft euch einmal natürlich, wenn ihr mit 2 Händen arbeitet, das Ganze aufzuziehen und dann euer Magazin einzustecken. Aber da dieses Tab versteift ist, bin ich hier auch in der Lage, mit einem Magazin dahin zu gehen und mein Magazin dann so hineinzudrücken. Das heißt, ich nutze dann das Pull-Tab mit dem Magazin, um hier das Ganze wegzudrücken und kann das dann eben einschieben. Das geht nochmal ein bisschen einfacher, wenn es montiert ist, aber einfach, dass ihr es mal gehört habt, diese Versteifung hilft hier ungemein, die Tasche aufzumachen mit einer Hand, um euer Magazin auch wieder sauber zurückzustecken. Das ist nämlich der Nachteil, den viele elastische Magazintaschen bieten oder haben, TT aber nicht. Das war die kurze Vorstellung der TT Universal Mag Pouch EL, die elastische Magazintasche von Tasmanian Tiger, ganz neu in diesem Jahr. Ist eine richtig coole Tasche, wie immer bei TT, Verarbeitung top, Preis-Leistung top, da kann man nicht meckern. Und von der Vielseitigkeit her haben wir euch ja schon gesagt, elastische Magazintaschen sind immer gut, gerade auch an Stellen, wo man vielleicht normalerweise keine Magazintasche hinbauen möchte, weil man nicht unbedingt den Platz nicht immer nutzen will, wie hier zum Beispiel am Kammerband an der Seite, habe ich dann vielleicht nur mein Funkgerät normalerweise, habe aber immer die Option noch nachzufüllen, kann diese Taschen eben ohne weiteres leer transportieren, weil 50 Gramm ist tatsächlich nichts und wenn ich den Bungee wegnehme, ist es wahrscheinlich nochmal ein ganzes Stück weniger. Ihr bekommt die TT Universal Mag Pouch EL überall dort, wo es Produkte von Tasmanian Tiger zu kaufen gibt. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Habt ihr die Magazintasche schon? Schreibt uns eure Erfahrungen in die Kommentare. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus, bis dann, macht's gut. Bye bye.